Moin Leute, Weihnachten steht vor der Tür und eventuell hat der ein oder andere von euch noch nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen und nochmal eventuell ist unter den zu Beschenkenden vielleicht sogar ein Elden Ring-Fan. Dann habe ich heute potenziell das passende Geschenk für euch. Und aber bevor wir jetzt in die Nahaufnahme springen, kurzer Teaser für die nächsten Tage. Am Montag wird ein neuer Bildguide erscheinen zu einem weiteren Anime-Charakter. Diesmal erwischt es Ichigo Kurosaki von Bleach, ja. Schauen wir uns Montag erstmal seine Shikai-Form an. Das ist quasi so die Basisform, nenne ich es mal, für alle, die sich nicht auskennen. Und am Mittwoch gibt es dann die Bankai-Form. Kann man sich so vorstellen wie den Super Saiyajin bei Dragon Ball so ein bisschen. Bevor wir dann am Samstag, ja, zu Weihnachten habe ich natürlich pünktlich ein Video für euch, uns mal ein Bild von mir anschauen zu einem Charakter, den eventuell die ganze Welt kennen könnte. Also, seid gespannt, was da kommt. Jetzt schalten wir dann auch mal in die Nahaufnahme. Los geht's. Ja, und wie gerade schon angedroht, sind wir jetzt in der Tischperspektive auf meinem kleinen Minitisch. Ich hoffe, das passt alles so vom Blickwinkel. Das sehe ich nur so schemenhaft auf dem kleinen Bildschirm von meiner Pocket. Und ja, das ist das gute Stück, das Zwischenland Elden Ring Bücher des Wissens Band 1. Band 2 soll meines Wissens nach dann im März oder April kommen, wenn ich das richtig gesehen habe bei Amazon. Und ja, wofür ist das Ganze? Was ist da drin? Im Grunde genommen erstmal, wie gesagt, ne, der erste Band. Und der erste Band dreht sich, wie der Name es auch schon sagt, hauptsächlich um die Zwischenlande. Dementsprechend werden wir hier viel Kartenmaterial auch haben. Und ihr seht es eventuell schon hier unten. Das gute Ding kostet 45 Euro. Wir haben hier über 500 Seiten, farbig natürlich, nicht schwarz-weiß. Und dementsprechend auch etwas teurer natürlich. Hardcover. Und ja, da haben sich die Leute von Future Press wieder ordentlich Arbeit gemacht. In Kooperation mit From Software ist das Ganze entstanden, wie auch schon bei Dark Souls. Das habe ich euch ja auch schon gezeigt. Das müsste dann hier irgendwo verlinkt sein. Da ist das Licht ausgegangen. Einen Moment. Weiter geht's. Das Licht hat uns kurz verlassen. Jetzt ist es wieder da. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Ja, von Future Press in Kooperation wieder mit From Software, wie auch schon bei Dark Souls, dem Buch. Da wurden ja alle 3 Dark Souls-Teile vereint. Findet ihr irgendwo hier so. Und ja, es wurde sich wieder ordentlich Mühe gegeben, auf jeden Fall. Ich meine, ne, Elden Ring ist nun mal größer als Dark Souls. Zumindest vielleicht sogar als die 3 Dark Souls-Teile zusammen, wer weiß das schon. Und wenn wir hier wirklich davon ausgehen, dass auch die ganzen Karten in dem Buch zu finden sind, mit allen Gegenständen, könnt ihr euch ausmalen, was das für eine Arbeit war. Ja, ich meine, zieht euch das alleine rein. Das ist wirklich nur die Karte, die ihr auch hier drin findet. Zumindest die Übersichtskarte so. Nur in groß und als Poster. Ja, ich breite das nur so ein bisschen aus, damit ihr so eine kleine Ahnung davon kriegt, wie groß das ist. Ne? Hier haben wir dann natürlich auch nochmal Siofra, Ainsel, River und Tiefen von Tiefwoods. Und hier halt, ne, könnt ihr schon sehen, die ganzen Listen hier. Das sind alles Gegenstände in den Zwischenlanden. Und auch die Side of Grace, wenn ich sie richtig sehe. Also ordentlich Arbeit wieder reingeflossen, wie auch schon beim Dark Souls Buch. Und alles wieder auf schön hochwertigem Papier, geiler Druck. Ich bin ja echt immer ein Fan von solchen Collectors Items. Hier haben wir dann natürlich das Vorwort im Prinzip mit dem Sword of Night and Flame. War ja lange sehr OP. Mittlerweile, nee, dann wurde es genervt. Jetzt ist es wieder ganz gut. Dementsprechend, falls ihr da auf das Schwert Bock habt, könnt ihr jetzt wieder spielen. Und ja, hier haben wir die Legende, die Kartenlegende, das Raging Wolf Set. Und hier seht ihr dann im Prinzip auch, was drin ist im Buch. Ich hoffe echt, man sieht das so einigermaßen. Das ist halt echt schwierig immer hier. So, vielleicht ein bisschen. So, ne? Da ist schon einiges, was hier drin ist. Ich meine, das Inhaltsverzeichnis geht sogar hier nochmal weiter. Ne, doch nicht, das war schon, genau.
Geht hoch bis zur Seite 510, wenn ich es richtig sehe, über Kopf. Und ja, im Buch selber ist ganz viel Wissen, unter anderem auch für Einsteiger, wie man das ganze Spiel spielt, alle wissenswerten Sachen zu den Charakteren, zu den Items, die man am Anfang mitnehmen kann, zu den Klassen. Ne? Hier sieht man es ja, hier sind die einzelnen Klassen nochmal aufgeschlüsselt. Und ja, die Attributspunkte bzw. die einzelnen Kategorien auch nochmal erklärt. Der ganze Start, wie man am besten startet, dann eine Übersichtskarte, mit welchem Level man wo am besten hingehen sollte. Und ja, das ist schon wirklich sehr, sehr umfangreich. Sind aber teilweise auch Sachen drin für Leute, die das eben halt schon mal durchgespielt haben. So wie für mich. Das ist nicht nur was für Einsteiger. Auf gar keinen Fall, weil man hier halt eben auch die Karten hat, unter anderem, wo halt die Items aufgelistet sind. Und ja, ich denke, da könnte definitiv was Hilfreiches auch für euch dabei sein. Vor allem, wenn ihr nicht immer im Internet dann in irgendwelchen Wikis nochmal nachgucken wollt, dann macht euch hier einfach ein paar Zettelchen dran, wenn ihr euch ein neues Bild zusammenstellen wollt. Und dann könnt ihr das Ganze nachgucken. Ne? Es gibt auch quasi einen präferierten Weg von From Software, wie man das am besten machen könnte. Für einzelne Klassen unter anderem. Ne? Dex-Klasse oder auch Stärke-Klasse. Und so weiter und so fort. Also hier ist wirklich einiges drin, aber nicht nur das. Ihr habt dann später auch noch alle Dialoge von allen Charakteren aufgezählt und wie man teilweise Dialogoptionen erreichen kann. Die ganzen Quests, unter anderem auch von Rani, sind auch hier drin. Und ja, wir kennen mittlerweile, denke ich mal, zumindest einige von denen, die das jetzt hier schauen, das Video Elden Ring langsam aber sicher. Dementsprechend könnt ihr euch auch vorstellen, wie viel Dialog hier drin ist. Auch wieder wie bei Dark Souls einzelne Items mit Itembeschreibung. Die Geschichte wurde teilweise so ein bisschen zusammengefasst durch die Charaktere. Charaktere werden auch beschrieben in dem Buch. Ich rede schon wieder viel zu schnell. Und deren Motivation teilweise, was eigentlich deren Funktion in der Welt ist. Das ist wirklich sehr, sehr viel interessantes Hintergrundwissen auch nochmal, welches, ja, eben in Zusammenarbeit mit From Software erstellt wurde, dementsprechend auch approved, könnte man sagen. Ne, die ganzen Ashes of War sind hier drin. Ihr habt hier Bildvorschläge im Prinzip, wie man alles am besten baut. Dann vor allen Dingen auch, welche Waffe man für welchen Bild nehmen könnte. Ja, Waffenvorschläge. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr detailliert. Ne, auch mit Screenshots, damit man alles findet. Ihr seht selber, das ist halt wirklich, wirklich, wirklich ein Brocken. Ich kann mich da echt nur wiederholen. Schön hochwertig. Ich kann es persönlich eigentlich jedem ans Herz legen, vor allen Dingen den Sammlern unter euch. Ja, die Leute, die Elden Ring wirklich sehr gefeiert haben und weiter auch nochmal in die Welt, in die Zwischenlande eintauchen wollen, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung und eventuell, wie gesagt, eventuell dann auch schon, eventuell, ein schönes Weihnachtsgeschenk für Elden Ring-Fans. Dementsprechend das Video hier auch vor Weihnachten nochmal für euch. Ja, falls doch noch der ein oder andere unter euch noch nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen hat und gerade was sucht für jemanden, der ein großer Elden Ring oder From Software Fan ist, kann ich mir vorstellen, ist das hier eventuell auch ja, was Feines, ne? Wie gesagt, tut mir leid, wenn teilweise nicht alles drauf ist oder irgendwie so ein bisschen verschoben ist. Ich arbeite hier sehr improvisiert, sagen wir es mal so. Ne? Ihr guckt das gerade durch eine Weitwinkelkamera. Darunter ist der Tisch. Neben mir ist das Licht. Ich sitze hier auf meinem Bürostuhl und ich sehe auf einem winzigen Display, was vor sich geht. Dementsprechend bitte ich um Verzeihung, falls das nicht alles so hundertprozentig sichtbar ist. Ich gebe mir Mühe. Ja. Glaube, Arkanenergie mit Vorschlägen. Ihr seht es ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ne? Und dann kommen wir auch später noch zu den Karten. Einzelne Karten zu den Legacy Dungeons. Es ist wirklich eine Menge drin. Ne? Hier haben wir dann nochmal die Side of Grace, die Items, wo ihr die findet, wie ihr da hinkommt. 3D-Karten teilweise, wenn es mehrere Ebenen gibt. Hier zum Beispiel haben wir dann auch schon wieder alles zugepackt. Ne? Ist ein Gebiet in Kellet.
So, dann glitzert es vielleicht nicht so stark. Es ist der Wahnsinn, ja, Freunde. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich bin Fan, ich denke, man hört es von diesen Büchern. Das zweite ist auch schon vorbestellt. Na, hier haben wir dann die 3D-Karte. Und ich freue mich auch schon sehr, sehr doll auf das zweite Buch. Ich habe auch das Buch hier teilweise genommen im Stream, um eben zu gucken, wo dann ein Side of Grace nochmal war, was ich nicht mehr wiedergefunden hatte im geweihten Schneefeld. Und das ist halt wirklich, wirklich schön. Ne? So ein Ding im Regal stehen haben, das hat definitiv ja, schon so seinen Reiz. Ne? Ich blätter hier mal ein bisschen schneller durch, damit ihr auch noch ein bisschen was anderes seht. Karten über Karten. Ne? Die Zwischenlande sind groß. Weitere Karten. Was? Einige Einführungen. Ich lese das Ganze hier auch über Kopf. Hier sind die einzelnen NPCs. Ne, hier haben wir dann zum Beispiel Melina, sorry, mit einer Charakterbeschreibung und den Dialogen und wichtigen Items, wichtigen Charakteren, die dazugehören und so weiter und so fort. Das gibt es für viele Charaktere und auch unter anderem auch für den Kollegen hier, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Der kann eure legendären Rüstungen etwas umschneidern. Ne, wird hier auch gezeigt. Dann den Kollegen, den kennen wir viele, denke ich, vom Anfang und haben ihn eventuell angegriffen und es danach bereut. Der ist natürlich auch hier drin. Ja, und ich denke so, jetzt habt ihr so einen kleinen Einblick bekommen, was hier so drin ist und ob sich das Ganze für euch lohnen könnte. Wie gesagt, alles, ich wiederhole mich, in Abstimmung mit From Software. Dementsprechend ist das hier auch nicht irgendein ja, zusammengeschriebenes oder von Fans interpretiertes Werk. Ohne da jetzt zum Beispiel Fextra Life Wiki oder so ja, jetzt mit zu diskreditieren. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn man dann nochmal so ein approvedes Ding hier rumliegen hat. Ne? Wobei Fextra Life Wiki ist, glaube ich, sogar auch teilweise in Kooperation mit From Software. Irgendwie so. Ne? Ihr werdet es besser wissen. Und ja, haben wir hier nochmal einen Index, falls ihr noch irgendwelche Gegenstände sucht. Und das war es dann auch. Schlussendlich, ne, steht nicht umsonst hier drauf, Future Press, From Software, Bandai Namco, die werden sich, ja, haben sich eine ordentliche Arbeit damit gemacht. Ich kann mich da echt nur wiederholen. Ja, dann würde ich sagen, das war es von mir für heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und man sieht bzw. hört sich auch beim nächsten Mal wieder. Habt Erfolg in den Zwischenlanden und macht es gut, Freunde. Bis denne. Ciao.